In 14 Selbstexperimenten habe ich 2025 extrem viel über mich gelernt. Und dadurch hat sich auch einiges in meinem Leben verändert. Auch wenn nicht jedes Experiment positiv für mich war. Ich bin müde. Ich bin müde. Fühlt sich an, als hätte ich so ein Riesenstück Kuchen gegessen. Ich muss 665 Gegenstände loswerden. Wie? Welche Experimente dieses Jahr den meisten Einfluss auf mich hatten und welche vielleicht nicht so, ordne ich heute in einer Tierlist von F bis S. Wir fangen also mit dem Schlechtesten an und das Experiment, das mir persönlich am wenigsten gebracht hat. Und das war, ich habe tatsächlich alles dabei, dieses hier. 30 Tage kein Deo im Hochsommer, mehrfach weit über 30 Grad. Klingt wie der Anfang eines schlechten Geruchs, ist aber der Beginn von etwas ganz anderem. Das wird eine Herausforderung, und zwar nicht nur für mich. Denn in den nächsten 30 Tagen drehe ich mit einem Filmteam in engen Räumen, halte ein wichtiges Seminar auf engstem Raum ohne Klimaanlage und bin auf Hochzeiten und Geburtstagen, wo ich Menschen unangenehm nahe kommen werde. Ich werde in den nächsten 30 Tagen kein Deo, kein Antitranspirant oder ähnliches, aber auch keinerlei Parfüm benutzen dürfen. Die erste Feuerprobe ist ein 3-tägiger Horrorfilmdreh ohne Budget, Bezahlung oder Klimaanlage. Es wäre sehr wünschenswert, wenn mich nach dem Dreh nicht alle ekelhaft finden, denn ich würde gern wieder mit diesem Team drehen. Außerdem spricht sich in der Filmszene alles sehr schnell rum. Wir drehen in einem engen Gang und kommen uns wirklich immer wieder sehr nah. Da der Dreh an sich aber viel Spaß macht und meine Konzentration dauerhaft gefragt ist, vergesse ich das Experiment komplett. Aber um wissenschaftlich herauszufinden, wie sehr ich am Ende des ersten Tages rieche, teste ich das Ganze radikal mit meinem Kameramann. Welches Deo benutze ich heute? Ich wahrscheinlich selber gar keins. Tatsächlich überschwingt's. Jeder Mensch hat seinen eigenen Duftcode und unser Körper kommuniziert damit. Heute wird ein krasser Tag. Es soll über 32 Grad werden. Und ich spüre sehr schnell, wie der Schweiß anfängt zu laufen, als wir in der Wohnung zu drehen beginnen. Ich habe wirklich gar keine Erinnerung daran, dass Josef in irgendeiner Art und Weise unangenehm gerochen hätte. Und wir haben sehr nah beieinander gestanden. Es dauert nur 3 Tage und ich habe wirklich Angst, ausgegrenzt zu werden. Ich habe sogar überlegt, das Experiment abzubrechen. Also vielleicht spare ich jetzt Deo, aber ich spare auf gar keinen Fall T-Shirts, weil ich muss jetzt im Grunde immer mindestens einmal am Tag, manchmal zweimal am Tag das T-Shirt wechseln, weil es sich so unangenehm anfühlt. Ich habe das Gefühl, ich schwitze weniger. Ich schwitze natürlich noch, das ist ja auch richtig, soll der Körper ja auch. Aber ich habe nicht mehr dieses super unangenehme Gefühl unter den Achseln, was ich anfangs hatte. Und es dauert 3 Wochen, bis ich meinen ersten wirklich positiven Effekt feststellen kann. Aber eine Sache, die wirklich gut ist an diesem Experiment, ich glaube, ich habe mich noch nie so viel mit meinem Körperempfinden und Körpergeruch in Verbindung beschäftigt. Also aufs Positive, so mal genau darauf zu achten, wann fühlt sich wie der Körper an. Dass wir wirklich dieses Sprichwort ernst nehmen können, ich kann den anderen riechen oder nicht riechen. Ich glaube, wir können viel darüber erfahren, wie die anderen drauf sind und ob die zu uns passen, dadurch, wie sie wirklich riechen und nicht dadurch, was wir auf uns draufpacken, um das vielleicht auch zu verstecken. Heute ist Tag 31, an dem ich kein Deo benutze. Wir haben jetzt gerade einen kompletten Schreibtisch zusammen aufgebaut. Ist dir das aufgefallen bis jetzt im Kontakt? Nö. Nee. Fällt's dir jetzt auf? Nein, gar nicht. Ja, mache ich jetzt wohl weiter. Wofür bezahle ich eigentlich Geld dafür? Wieso? Den meisten ist doch gar nicht aufgefallen, dass ich was verändert habe. Obwohl ich mich im Experiment oft sehr unwohl gefühlt habe, hat es langfristig kaum Auswirkungen gehabt. Trotzdem mache ich es für mich noch weiter. Beim nächsten Experiment gab es tatsächlich aber eine radikale Auswirkung. Nach außen und innen. Und zwar meine minimalistische Garderobe. Weniger Kleidung, besserer Look. Die gehört zu meinen absoluten Top-Experimenten dieses Jahr. Ich habe nämlich dadurch deutlich weniger im Kleiderschrank und sehe trotzdem oder gerade deshalb immer bestens aus. Was tippst du da? F kommt nicht nach S in der Tierlist. S ist das Höchste. Ach, das ist nicht wie beim Alphabet. Okay, Erik, vielen Dank. Dann ist es jetzt vielleicht nicht ganz chronologisch. Ich ziehe das aber vor, weil dieses Experiment war so großartig, weil es nicht nur meine Garderobe verkleinert hat, sondern auch extrem verbessert hat. Und das liegt vor allem an denen hier. Armed Angels. Mit ihnen habe ich meinen Kleiderschrank radikal ausmisten können und trage seitdem nur noch die Pieces, die wirklich zählen. Wobei mir gerade an kalten Tagen noch die Zuhause Wohlfühlsachen gefehlt haben. Ich will ja nicht in Jeans chillen. Also, tada!
Anders als die meisten Jogginghosen ist die Basti und der dazu perfekt passende Sweater Joan wie alle Kleidungsstücke von Armed Angels komplett frei von Toxinen und Pestiziden. 0% toxisch, 100% klar. Und Klarheit finde ich extrem wichtig. Ich kaufe seit über 10 Jahren nachhaltigere Mode bei Armed Angels und bin sehr glücklich damit. Falls ihr das auch probieren möchtet, könnt ihr mit diesem Code jetzt so viel sparen. Dieser Code ist gültig auf alles außer dem Sale und gilt bis zu diesem Datum. Und kostenlosen Versand gibt's obendrauf, wenn ihr euch als Changemaker beim Newsletter anmeldet. The Changemaker seid ihr ja schon. Das perfekte Chill-Outfit in bester Qualität gibt es jetzt also von Armed Angels für mich. Und ich fühle mich in meiner Kleidung endlich absolut wohl und richtig. Okay, nach F kommt nicht S. Ja, Kategorie E sind wir jetzt also. Und damit kommt eins der Experimente mit massiver Auswirkung, das am Ende aber nichts gebracht hat, sondern ganz im Gegenteil. Jetzt kommt das schlimmste Experiment des Jahres für mich. Das war wirklich eine absolut katastrophale Idee. Ich habe 37 Tage lang biphasisch geschlafen. 2 Schlafphasen statt einer. Ich schlafe jetzt von 22 bis 3 Uhr nachts. Und dann nochmal von 11.30 Uhr bis 13 Uhr. Seinen Schlaf umzustellen kann schnell schiefgehen. Unregelmäßiger Schlaf erhöht das Risiko für Depressionen und Angst. Ich bin müde. Ich bin müde. Ich bin so müde. Ich bin so müde. Und dann beobachte ich etwas, das ich nicht erwartet hätte. Vor allem nicht am allerersten Tag. Die ersten 1,5 Stunden sind jetzt um und ich muss sagen, ich bin echt wach. Ich komme wirklich gut voran. Das ist gerade ein sehr, sehr cooler Fokus, den ich tagsüber mir immer hart erarbeiten muss. Und als ich dann nach und nach müder werde und vor allem langsamer, steht der zweite Schlaf an, mein Mittagsschlaf. Und darauf freue ich mich. Es ist 11 Uhr, ich bin wirklich müde, ich gehe jetzt schlafen. Die Produktivität ist schon ebenso in der letzten Stunde ziemlich stark runtergegangen, also ist jetzt auch ein guter Zeitpunkt zu pennen. Ich fühle mich erholt, aber nicht so wie nach dem Schlaf. Okay, eine Sache merke ich auf jeden Fall nach dem Schlaf jetzt. Deutlich bessere Laune. Nicht, dass die davor schlecht gewesen wäre, aber es gibt jetzt schon nochmal so einen Boost an guter Laune nach dem 1,5 Stunden im Bett liegen. Aber die Länge der zweiten Schlafphase bleibt ein Problem. Etwas über 2 Stunden müsste ich hier schon schlafen. Guter Schlaf ist kein Luxus, sondern entscheidend für unsere Gesundheit. Und der fehlende Schlaf zeigt sich schnell im ersten Effekt. Ich bin auf jeden Fall schlechter gelaunt, ich bin aggressiver, würde ich sagen. Das war nicht der Plan. Es geht mir deutlich schlechter als ohne biphasischen Schlaf. Vielleicht ist es noch so eine Übergangsperiode, aber ich bin privat zum Beispiel nicht mehr richtig da. Wenn man mich fragt, was ich am Vortag gemacht habe, keine Ahnung. Und das ist ein Warnsignal. Das ist mir aber gar nicht klar, weil ich aktuell alle Warnsignale ausblende, was auch zu diesem Zustand gehört. Aber bevor ich den Traum vom biphasischen Schlaf ganz aufgebe, ziehe ich es noch eine ganze Woche durch. Die biphasische Methode hat dafür gesorgt, dass ich schneller fertig geworden bin mit fast allem, was ich gemacht habe. Es trifft nur auf ein Projekt zu, wo es nicht geklappt hat. Der Nachteil ist aber, ich bin sozial nicht mehr da. Die Überbelastung kann jetzt enden. Also eine Sache ist durch das Experiment ganz sicher passiert. Ich bin viel effizienter geworden. Ich weiß nicht genau, warum das etwas ist, was sich mit in meinen Alltag übertragen hat, aber ich bin fokussierter, mehr bei der Sache und schaffe meine Arbeit schneller, ohne Qualität zu verlieren. Auch wenn der Rhythmus jetzt weg ist, bleibt die Struktur. Und genau das ist der positive Effekt dieses gescheiterten Experiments. Wieso gescheitert? Weil ich komplett zerfasert bin, nicht mehr ganz da, Fehler mache? Nein, ich habe sehr viel über Schlaf gelernt. Aber meine Grundintention war von Anfang an falsch. Und eigentlich weiß ich das. Die Grundidee, mehr Zeit zu haben, ist ein Trugschluss. Zeit ist kein Rohstoff, den man vermehren kann. Wir haben alle ein festes, endliches Kontingent. Mehr gibt's nicht. Und kein Mensch weiß, wie viel er oder sie wirklich hat. Auch wenn ich für mich was Positives mitnehmen kann, bleibt mein Schlafrhythmus wesentlich länger gestört, als ich während des Experiments noch dachte. Und das hatte auch nachhaltig Auswirkungen auf meine Arbeit. Und selbst an einem meiner Höhepunkte dieses Jahr, als ich den VD Award gewonnen habe, war ich immer noch müde und habe die Gala deswegen auch relativ früh verlassen, weil es ging einfach nicht mehr. Inzwischen bin ich wieder bei voller Energie. Aber das hat sehr viel länger gebraucht, als ich gedacht hätte. Beim nächsten Experiment habe ich übrigens auch viel mehr gewollt, als eigentlich nötig war. Deshalb ist es mein zweitschlechtestes Experiment dieses Jahr.
Proteinshakes trinken, obwohl man fastet? Das geht mit Wolfsproteinfasten, das ich 30 Tage lang ausprobiert habe, damit ihr es nicht müsst. Und um endlich mal eine der härtesten Yoga-Sessions zu schaffen. Kann eine Ernährungsumstellung da überhaupt helfen? Die Regeln habe ich direkt von der More-Website übernommen. Gefastet wird also im 18:6-Rhythmus und während der Fastenphase sind 2 Proteinshakes erlaubt. Wobei die Empfehlung ist, dass man 2 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht zu sich nimmt. Und wie bei all meinen Experimenten recherchiere ich erst nach dem Experiment zu den Wirkungen. Das ist aber dieses Mal keine so gute Idee. Proteinshakes sind ein Wundermittel? Nein, aber sie sind ein Werkzeug. Und richtig eingesetzt können sie dir helfen, weniger Hunger zu haben und Muskeln zu schützen, während du abnimmst. 2 Gramm Protein, also Eiweiß pro Kilo Körpergewicht. Klingt erstmal nicht viel, aber bei mir sind das 170 Gramm Protein. Für mich als Veganer sind Eiweißquellen Kichererbsen, Haferflocken, Linsen oder Tofu. Und 170 Gramm Eiweiß über Tofu wären zum Beispiel 1,5 Kilo. Das wird interessant. Ich starte mit einem klaren Plan. Mehr Protein, weniger Chaos. So, das ist der Shake, der erste mit Wasser. Und jetzt der erste Drink. Ich habe keinen Shaker, ich mache das so. Boah, ist das süß, krass. Fühlt sich an, als hätte ich so ein Riesenstück Kuchen gegessen. Vielleicht liegt das am sehr süßen Frühstück, aber ich habe das Gefühl, noch mehr Hunger zu haben als sonst. Gut, zum Glück dauert es nicht mehr so lange, bis es was zu essen gibt. Das ist mein Essensplan für heute. So richtig drauf warten kann ich gerade nicht mehr. Während ich Tag 2 absolut streng nach Plan durchziehe und mich an Zeiten, Kalorien und Proteinzufuhr halte, bemerke ich erste Nebeneffekte. Erstens, ich habe vermehrt so Snack-Gedanken, also so ein Verlangen nach Süßkram. Zweitens, seit gestern habe ich immer wieder so stechende Kopfschmerzen. Die kommen und gehen, aber sie kommen halt vor allem immer wieder. Drittens, nicht so normal ist mein Hautausschlag, den ich bekommen habe und der irgendwie so über das ganze Gesicht zu gehen scheint. Auf jeden Fall sieht es so aus, super schnell aufgetreten. Sucralose ist nicht automatisch schlecht, aber auch kein Freifahrtschein. Für die einen ist es ein sehr hilfreicher Zuckersatz, für andere ein kleiner Stoffwechselstolperstein, somit ein sehr individuelles Thema. Und dann gibt es einen neuen Effekt. Und der überrascht mich doch sehr. 1,2 Kilo abgenommen. Und das wundert mich jetzt schon, weil ich ja gerade eigentlich nur pappsüßes Zeug in mich reinschiebe. An Tag 13 bin ich aber gar nicht creamy, sondern ziemlich salty. Dabei fing alles so sweet an. Wer schreibt eigentlich deine Texte, The Changeman? Ich lasse die More-Produkte jetzt weg. Aus 2 Gründen. Einmal meine Haut. Es nervt einfach und ich will, dass es weggeht. Ich reagiere einfach empfindlich auf diese ganzen künstlichen Zusatzstoffe. Das heißt, für nächste Woche brauche ich Ersatzprodukte für alles, was ich bisher von More benutzt habe. Ab Woche 3 ohne Zucker, ohne Süßstoff. Dafür mit Shakes aus Erbsen und Reisprotein. Es ist eine minimale Anpassung, aber bereits nach 2 Tagen habe ich das Gefühl, dass das was verändert. Kein Heißhunger mehr, generell nicht mehr dieses Magendurcheinander. Und heute ist der erste Tag ohne Energiechaos gewesen. Also keine Tiefs über den Tag. Ich merke insgesamt, dass ich länger angenehm satt bleibe und meine Stimmung auch besser wird. Wissenschaftlich passt das. Ballaststoffe verlangsamen die Magenentleerung. Pflanzliche Proteine liefern gleichmäßig Aminosäuren und der Körper hat endlich einen echten Rhythmus. Ohne Zucker und Süßhochs und Tiefs. Aber die richtige Überraschung gibt's dann bei meinem Power-Yoga. Weltrekord, Guinness Buch der Rekorde, Goldmedaille. 21 Minuten Personal Best. Und das war jetzt nicht so ein Krampf, sondern das war kontrollierte Ruhe. Ich habe knapp 3 Kilo verloren. Ich fühle mich stabiler und bin alle Nachteile der ersten Woche losgeworden. Was spricht jetzt also bei mir dagegen, dauerhaft Proteinfasten durchzuziehen? Denn was ich wirklich gemerkt habe, diese Ernährungsform funktioniert für mich nicht. Sie soll eigentlich leicht sein, Spaß machen und so weiter. Proteinfasten hat mir aber keinen Spaß gemacht. Meine normale Ernährung passt besser zu mir. Und die Vorteile waren für mich jetzt nicht so extrem spürbar. Wie beim Deo-Experiment merke ich auch hier erst im Experiment, dass diese ganze Methode für mich nichts ist. Das ist nicht gut genug, um mein Intervallfasten zu ersetzen. Funktioniert nicht. Ich bin aber auch gar nicht die Zielgruppe und das Zielpublikum für diese Art von Fasten. Trotzdem habe ich tatsächlich einen ziemlichen Fehler gemacht. Ich habe die Komplexität des Themas einfach unterschätzt. Ich recherchiere immer erst nach dem Experiment, um Placebo-Effekte zu vermeiden. Hier hätte ich mich aber vorher ein bisschen mehr informieren müssen. Es gab nämlich dadurch ein paar Probleme und das ist einigen von euch auch negativ aufgefallen, wie ihr mir geschrieben habt.
Das Experiment war natürlich ein subjektiver Erfahrungsbericht. Aber bei manchen Punkten reicht es nicht aus. Wenn ich zum Beispiel über Blutzucker spreche, müsste ich ihn eigentlich messen. Habe ich aber nicht gemacht. Stattdessen habe ich mich zu sehr auf eine Forschungslage verlassen, die in diesem Bereich alles andere als eindeutig ist und sich auch immer noch entwickelt. Der Körper ist komplex und jeder reagiert anders. Darum habe ich das Ergebnis nur auf mich und meine Wahrnehmung bezogen. Wissenschaftlich bleibt dabei natürlich vieles offen. In diesem Experiment war das nicht ideal und vor allem nicht ideal kommuniziert. Das hätte ich ein bisschen besser erklären müssen. Und wie wenig mir dieses Experiment gebracht hat, vielleicht auch. Deshalb steht es hier relativ weit unten, was auf das nächste Experiment aber nicht zutrifft. Auch wenn du es vielleicht überhaupt nicht gesehen hast, es hat nämlich kaum Klicks. Jetzt kommen wir zur Kategorie D und zur Frage: Kann klassische Musik meine Konzentration auf ein neues Level heben und mich intelligenter machen? Und was passiert, wenn ich mit unterschiedlicher Musik die immer gleichen Konzentrationstests durchführe? Wann schneide ich am besten ab? Ich werde heute den D2-Konzentrationstest machen, der die Aufmerksamkeit und Konzentration unter Zeitdruck misst. Einmal mit klassischer Musik, einmal mit einer völlig anderen Musikrichtung und zuletzt in absoluter Stille. Wie verhindere ich, dass ich einen Trainingseffekt habe? Das bedeutet, dass man durch regelmäßiges Üben immer besser wird. Das führt zu sichtbaren Fortschritten. Und um diesen Effekt zu vermeiden, habe ich den Test am Vortag mehrmals geübt, bis ich eine konstante Zeit erreicht habe. Ich muss jetzt die 1 drücken, wenn ich ein D sehe und 2 weitere Striche im Bild. Für alles andere muss ich eine 0 drücken. Ach, komm schon! Ach Mann! Ach komm schon, was kann doch nicht sein? Oh nein! Ich will noch eine andere Musikrichtung ausprobieren. Sekunde, wir machen noch eine. Mir ist gerade eine krasse, spannende Mischung aufgefallen. Was ist, wenn ich denn eins meiner absoluten Lieblingslieder höre? Es geht nicht um klassische Musik, sondern darum, dass die Musik, die der jeweilige Mensch als angenehm empfindet, uns wacher und konzentriert machen kann. Stimmt das auch bei mir? Let's go, eins meiner absoluten Lieblingslieder. Und dann kommt der Endgegner. Absolute Stille. Arbeiten in Stille soll viele Vorteile bieten. Es reduziert Ablenkung, fördert das tiefere Denken, senkt den Stress, verbessert die Konzentration, unterstützt Erholung und ist vor allem in Pausen wirklich wichtig. Absolute Stille mit Noise Cancelling. Was ist es? Ui. Die Forschung ist sich einig. Leise Hintergrundmusik kann bei einfachen Routineaufgaben wie Dateneingaben oder Wäschefalten die Produktivität steigern. Aber bei komplexen Aufgaben wie Problemlösungen oder tiefem Denken ist Stille oft effektiver. Das sind meine finalen Ergebnisse. Absolute Stille, 100% korrekt. Kein Fehler. Unschlagbar. Experimentalmusik, 98,3% korrekt. Fördert insgesamt meinen Fokus ohne Ablenkung. Mozart, 95,8% korrekt, aber 5 Fehler. Ist solide, aber nicht optimal. Emo-Rock, nur 91,2% korrekt und 11 Fehler. Das ist die schlechteste Leistung des gesamten Experimentes. Lo-Fi-Musik habe ich auch nochmal ausprobiert im Test und das ist irgendwo dazwischen gelandet. Hier seht ihr es. Aber für die Höchstleistung ist Arbeiten in Stille oder mit Experimentalmusik für mich das Beste. Auch wenn das Experiment hier nicht so gut durchdacht gewesen ist, habe ich für mich zumindest rausfinden können, dass ich bei Stille am besten arbeiten kann. Und was ich auch noch zeigen wird, ist, dass hier einer der ersten Bausteine zu einer neuen Klarheit gelegt wurde. Und das hat für mich wirklich was verändert. Aber was viel, viel mehr verändert hat, war dann das Ersetzen meiner Bildschirmzeit durch andere Bildschirme? Was? Das ist meine durchschnittliche Bildschirmzeit von letzter Woche. Und die ersetze ich jetzt durch Horrorfilme und Thriller. Alles, was Angst macht. Keine Spoiler oder Jumpscares im ganzen Video. Ich habe mich teilweise echt erschrocken, war berührt und habe mich sehr verstanden gefühlt. Momentan kommt meine Bildschirmzeit vor allem nebenbei. Zum Beispiel YouTube-Videos beim Aufräumen. Die laufen nebenbei. Um mich abzulenken von Stille? Wovor habe ich Angst? Die Antwort darauf wird unbequem,
aber wichtig. Heute habe ich Her Will Be Done geschaut und das hat auch ungefähr meine Bildschirmzeit gefüllt. Der Film sitzt mir richtig im Nacken. Die Figuren waren wahnsinnig authentisch, super präzise beschrieben. Es gab so kleine Details, die so klug waren, wo du halt etwas siehst, was eine Figur trägt oder an sich hat und sofort verstehst, was für ein Mensch das ist, wie die Person drauf ist. Alles wird unterwegs erzählt mit Bildern, visuell, nicht über irgendwas, was gelabert wird. Und wenn was gelabert wird, dann ist es extrem präzise, aber es wird nie ausgesprochen, worum es geht. Und das ist nur einer der Filme, die mich wirklich umhauen. Erst macht er mich sprachlos und dann fließt alles. Und das war erst der erste Film. Meine Bildschirmzeit reduziert sich an dem Tag auch, da ich abends gar kein Interesse mehr am Scrolling habe. Aber warum habe ich danach keine Lust mehr auf mein Smartphone? Aus Sicht der Hirnforschung war mein Belohnungssystem durch den Film schon so stark aktiviert, dass ich keine zusätzlichen Reize mehr brauche. Aber worin unterscheidet sich jetzt die Filmzeit von meiner Zeit am Smartphone? Da hätte ich doch genauso gut in eine Geschichte und eine Welt eintauchen können. Auf TikTok und Shorts kann ich ohne Probleme 3 Stunden Zeit verbringen und die Realität vergessen. Es bleibt aber insgesamt oberflächlich, wie so an der Wasseroberfläche planschen. Ein Film dagegen ist wie so ein Tauchgang. Du sinkst tief ein, umgibst dich mit Bild, Ton, Schauspiel, spürst Strömungen der Geschichte und alles prägt sich viel tiefer ins Gehirn ein. Der nächste Film ist definitiv ganz anders als die ersten beiden und konfrontiert mich mit meinem Problem der Stille. Und in dem Fall ist es sogar etwas Gutes. Stille kann konfrontativ sein. In stillen Momenten werden wir automatisch mit uns selbst konfrontiert, mit Gedanken oder Gefühlen, die vielleicht unbequem sind. Und das Smartphone bietet dann eine schnelle Flucht nach außen. Daher schlafen viele auch nur mit Hörspielen oder Podcasts ein. Kennt ihr vielleicht auch. Und eine Studie von 2014 zeigte, dass Menschen sogar eher einen leichten Stromschlag vorziehen, anstatt 15 Minuten alleine mit ihren Gedanken zu sein. Filme wirken oft als sicherer Raum, um schwierige Themen durch Metaphern und Fiktion zu verarbeiten. Wenn ein Film aber sehr realistisch und bedrückend ist, löst er primär Stress und negative Emotionen aus, ohne dass das Belohnungssystem oder das Gefühl von Sicherheit aktiviert wird. Bevor ich weiter ganze Filme schaue, gucke ich am Wochenende den gesamten Kurzfilmblock des Fantasy-Filmfests. Auch wenn das jetzt super viele Filme waren, habe ich nicht dieses Short-Gefühl vom Smartphone. Weil das waren immer noch einzelne, klare Geschichten, denen ich gefolgt bin. Und ich weiß nicht, ob es daran liegt, weil es einfach nicht 10, 20 oder 60 Sekunden sind, sondern bis auf eine Ausnahme, der Film ging nur 2 Minuten, immer schon so 7 bis 10 bis 20 Minuten sind, dass man doch noch mal tiefer eintaucht. Filme bereichern mich, entführen mich in fantastische Welten. Und mein Smartphone, so gern ich es auch habe und so gut ich die Technik finde, lenkt mich vor allem von allem ab. Ja, okay, wirklich reduziert wurde meine Bildschirmzeit durch Horrorfilme nicht. Aber ich konnte etwas machen, was ich liebe und mich aus dem Alltag rausholen. Was am Ende dann doch irgendwie den gewünschten Effekt hatte. Nur anders als gedacht. Und wenn du jetzt sagst, großer Aber, dann muss ich dir sagen, dass man das so nicht sagt. Außer du meinst den Berggipfel großer Aber in Bayerisch-Eisenstein, liebe Zeynep. Da ist es übrigens vermutlich gerade sehr, sehr kalt. Und zur Kälte kommen wir jetzt auch in Kategorie C, meiner Tierlist. Nie wieder krank sein dank kaltem Wasser? Ich habe es ausprobiert und 2 Jahre lang eiskalt geduscht. Als ich damals mit dem Kaltduschen-Experiment anfange, startet die Eingewöhnungsphase mit einigen Ups and Downs. Aber es treten sehr schnell einige Effekte auf, die aber eher von kurzer Dauer sind. Außer einer. Die Stimmungsaufhellung am Morgen ist deutlich spürbar. In den letzten 2 Jahren habe ich jede Dusche mit eiskaltem Abduschen beendet. Und das meistens unter 10 Grad. Ich spüre die Wassertemperatur nicht. Es fühlt sich weder warm noch kalt an, als hätte das Wasser exakt meine Körpertemperatur. Der Effekt war echt beängstigend. Und wäre mir danach noch warm geworden, hätte ich echt Angst gehabt, dass ich unterkühle. Mein Kälteempfinden hat sich spürbar verändert. Okay, es sind 4 Grad draußen und mir ist nicht kalt. Ich spaziere im T-Shirt rum. Das sind halt schon so ein paar Effekte, die man auch spürt, dass einem draußen nicht mehr so schnell kalt wird. Ich habe jetzt natürlich trotzdem Gänsehaut, aber es ist anders. Wissenschaftliche Studien zeigen, dass sich der Körper an Kälte gewöhnen kann, wenn man ihr regelmäßig ausgesetzt ist. Zum Beispiel durch kaltes Duschen oder andere Kältereize. Also das heißt, regelmäßiger Kältekontakt, etwa durch kaltes Duschen, kann den Körper weniger empfindlich
für Kälte machen. Mehrere kleine Studien weisen darauf hin, dass wenn man kurz in kaltes Wasser springt, man sich danach energiegeladener, glücklicher und weniger gestresst fühlt. Der Grund ist unser inneres Alarmsystem. Unser Körper reagiert auf den Kälteschock wie auf so eine Mini-Notlage. Er schüttet erstmal Stresshormone aus und direkt danach Glückshormone, um sich zu beruhigen. Aber so ein Glücksvorrat an kalte Duschen und guten Gefühlen für mehrere Tage lässt sich leider nicht anlegen, denn der Körper reagiert jedes Mal neu. Kommen wir zum vielleicht interessantesten Effekt. Das Immunsystem. Nie wieder krank sein, für immer gesund, mit Kälteschocks. Wie sieht's da aus? Mein gesamtes Umfeld ist krank und ich nicht. Und das jetzt auch über Wochen hinweg, wo wirklich alle umkippen. Ja, das war sehr großspurig. Vor ein paar Tagen. Es hat mich dann doch eingeholt. Also scheint es in diesem Fall diesen Virus nicht abgeschreckt zu haben. Man muss dazu sagen, dass ich fast den ganzen Winter gesund war. Und ja, mein Immunsystem mag vielleicht abgehärtet sein gegenüber einem leichten Schnupfen, aber ganz ehrlich, wie soll es mit so aggressiven Viren wie der Influenza umgehen? Gesunde Gewohnheiten wie Kaltduschen oder Sport machen sind toll, aber gegen echte Grippeviren reichen sie nicht. Diese fiesen Viren lassen sich nur mit 2 Dingen besiegen. Entweder der Körper kennt sie schon von der früheren Infektion und hat Antikörper, oder man lässt sich impfen. Aber es stimmt, dass ich mich insgesamt fitter fühle, seit ich wechseldusche. Daher wird das eiskalte Abduschen weiterhin zu meiner morgendlichen Routine gehören. Aus irgendwelchen überraschenden Gründen bin ich nicht Superman geworden. Habe ich jetzt auch nicht wirklich erwartet, aber ich ziehe es bis heute durch. Denn ich fühle mich fitter und klarer danach. Und den Effekt von fitter und klarer, den habe ich auch beim nächsten Experiment deutlich erlebt. Und auch das ziehe ich immer noch durch. 30 Tage und jeden Tag 10.000 Schritte schaffen. Wie soll das mit 8 Stunden am Schreibtisch gehen? Sollte ich aber. Denn meine Cholesterinwerte sind zu hoch. Und meine Ärztin hat mir zu mehr Bewegung geraten. Deshalb habe ich mir das hier besorgt. Ein Walking Pad. Bewegung muss nicht immer super aktiv sein, damit sie etwas bringt. Also wir müssen uns nicht gesund rennen. Bereits 3.000 bis 4.000 Schritte täglich senken die gesundheitlichen Risiken deutlich. Langsam steigere ich mich und kann weitere Muskelkater vermeiden. Vor allem durch regelmäßige Pausen. Es läuft. Also ich. Die neue Daueraktivität beim Laufen sorgt dafür, dass ich viel schneller schwitze, obwohl ich gar nicht schneller oder intensiver gehe. Selbst nach dem Laufen fühlt sich mein Körper noch aufgeheizt an. Es geht um Cholesterin und der Ansatz der Bewegung ist richtig, aber ich schleppe hier viel mehr mit mir rum. Ein altes System. Und das fällt mir während des Experiments auch auf. Auch wenn ich es erst später so richtig formulieren kann. Dann hatte ich heute so einen Meditationseffekt beim Gehen. Der konstante Rhythmus, wie so eine Maschine ohne Ziel. Einfach gehen, loslassen irgendwie. Ich bin da, aber irgendwie auch woanders. Und dann kommt noch ein unerwarteter Boost, wie aus dem Nichts. Und der bleibt. Ich habe richtig gute Laune heute und das zieht sich irgendwie durch. Also man ist so super positiv und stark gestartet und dann bleibt man irgendwie auf dieser Welle. Das gefällt mir gerade sehr gut. Ich fühle mich offener, gesprächiger und habe auch öfter das Bedürfnis, mich auszutauschen. Ich will auch nach einer vollen Woche oder einem super langen Tag nochmal unter Leute abends, nochmal raus. Und bevor ich Ende des Experiments meinen Cholesterinwert nochmal checke, stolper ich über eine Erkenntnis, die ich endlich verstehe und jetzt anfangen kann zu formulieren. Warum muss ich alles kontrollieren und warum gehe ich gleichzeitig so oft so schnell ins Extrem? Und ich glaube auch, dass dieses super starke Bedürfnis nach Kontrolle für mich einfach ein Weg ist, Sicherheit zu erfahren. So, Kontrolle ist in meinem Kopf Sicherheit. Es ist übrigens nicht so, als wäre ich jetzt dauerhaft in so einem Zen-Zustand. Ich kenne trotzdem immer noch unangenehme Stressmomente. Privat, beruflich, das passiert. Ich kann immer besser damit umgehen. Sie sind seltener und zwar so selten wie noch nie. Heilung heißt nicht, perfekt zu werden, sondern anzukommen. Auch im eigenen Körper. Und ich habe das Gefühl, da passiert gerade einiges bei mir. Schon 20 Minuten täglich gehen, nur 20 Minuten, machen einen Unterschied. Auch auf dem Walking Pad. Aber draußen gehen ist durch nichts zu ersetzen. Aber das Walking Pad ist eine sehr gute
Allwetter-Alternative. Ist ein gutes Backup. Ja. Hier haben sich viele über die niedrige Schrittzahl gewundert. Und für alle, die meinen Top-Kommentar unter dem Video nicht gelesen haben, da schreibe ich nämlich meistens Korrekturen rein, meine Smartwatch am Arm hat nicht richtig gezählt, während ich auf dem Laufband gelaufen bin. Ich stand am Schreibtisch und das hat die irgendwie nicht gecheckt. Natürlich waren meine realen Schrittzahlen viel höher als im Video angegeben. Trotzdem gab es im Bereich körperlicher Bewegung noch ein viel krasseres Experiment dieses Jahr. Dazu kommen wir aber gleich. Erst kommen wir zu meinem längsten Experiment aller Zeiten. Fast 10 Jahre. Ich lebe seit 9 Jahren vegan. Mein längstes Selbstexperiment bisher. Bereits als Jugendlicher habe ich meine erste fleischlose Phase. Und warum? Keine Fragen. Zur gleichen Zeit fängt mein guter Freund Dennis an, vegetarisch zu leben. Und zum Leidwesen meiner Eltern mache ich das dann auch. Ich ziehe es durch. 2 Jahre. Und vielleicht gefällt es mir auch, ein bisschen anders zu sein. Dann passiert etwas, das alles zum Einbruch bringt. Dieser Fehler frustriert mich zutiefst und zeigt mir, dass ethisches Handeln oft viel Aufmerksamkeit erfordert, gerade am Anfang. Ich sitze mit Freunden bei meinen Eltern am Tisch und meine Mutter fragt plötzlich, ob ich wieder Fleisch esse. Ich sage nein und sie eröffnet mir peinlich berührt, dass in der bunten Gemüsesuppe, die ich gerade fröhlich in mich reingeschlürft habe, klein gehackte Fleischstückchen sind. Das hat mich damals richtig wütend gemacht, also auf mich selber. Und jetzt bin ich wieder kontaminiert. Tatsächlich frustriert mich das so sehr, dass ich in den Monaten danach weniger darauf achte, was ich esse. Und ein halbes Jahr später schiebe ich wieder ohne Rücksicht alles in mich rein. Ich beschäftige mich eigentlich gar nicht mehr mit dem Thema. Im Rückblickend würde ich sagen, ich verdränge es sogar ein bisschen. Veganismus heißt, Leben ohne Tiere auszubeuten. Vor genau 10 Jahren fängt es an, in der Gänze bei mir langsam Klick zu machen. Bei einer Reise nach Brasilien als Dokumentarfilmer bekomme ich Einblicke in die Fleisch- und Fischverarbeitung und sehe Dinge, die ich hier nicht zeigen werde, die aber dafür sorgen, dass Fleisch ab diesem Zeitpunkt für immer vom Tisch ist für mich. Aber abgeschlossen ist meine Erkenntnis hier noch nicht. Dieser erste Schritt ist trotzdem wichtig, denn für mich persönlich erleichtert es den zweiten Schritt später enorm. 12.03.2016. Es ist nicht die Dokumentation Earthlings, sondern eins von diesen YouTube-Videos, das alles für mich ändert. Du kannst dich doch nicht aus der Verantwortung ziehen, wenn du jemand anderes dafür bezahlst, dein Tier zu töten. Beef mit Luna ist ein typisches grenzhumoriges Video von Mimi, das über Veganismus, Milchproduktion und die Fleischindustrie in seinem gewohnt derben und grenzüberschreitenden Humor aufklärt und mir tatsächlich final die Augen öffnet. Es geht allein darum, anderen Lebewesen kein Unrecht zuzufügen. Das ist der vegane Gedanke und den versuche ich 2016 immer konkreter umzusetzen. Okay, eine kurze Frage. Habe ich Nährstoffmangel? Wenn man vegan lebt, hat man sich mindestens einmal sehr genau mit seiner Ernährung auseinandergesetzt und weiß ungefähr, was man essen muss. Seit 9 Jahren sind meine Blutwerte hinsichtlich der veganen Lebensweise gut und sogar besser als vorher. Tierische Produkte zu konsumieren verursacht immer Tierleid und ist immer Ausbeutung. Trotzdem war es nicht leicht für mich, das wirklich zu verinnerlichen, so wirklich zu verstehen, während ich angeschrien wurde. Ich verstehe aber auch, warum man schreit, sobald man es verstanden hat. Weil man dann nicht mehr verstehen kann, dass wir nicht alle konstant schreien über diese Ungerechtigkeit. Ich will dieses Video seit Jahren machen, aber ich wollte dann auch nicht mehr warten, bis ich 10 Jahre voll habe. Ich wollte es fertig machen. Und auch wenn das im Video vielleicht nicht so deutlich wurde, konnte ich auch durch das Abhaken von diesem Video innerlich weiter aufräumen, ein bisschen Chaos beseitigen und etwas mehr Klarheit finden. Denn manchmal kommt erst durch ein Experiment und durch ein Video was hervor, was bisher so im Verborgenen lag. Beim kommenden Experiment auch. Und das haben viele von euch, darauf bin ich nämlich sehr oft angesprochen worden, als das wichtigste Experiment auf meinem Kanal bezeichnet. Und zwar für sich selbst. Das ist meine durchschnittliche tägliche Bildschirmzeit und die ersetze ich jetzt 30 Tage durch Bücherlesen. Die durchschnittliche Aufmerksamkeitsspanne ist von knapp 3 Minuten im Jahr 2005 bis heute auf 47 Sekunden gesunken. Bücherlesen ist doch total überbewertet.
Angeblich soll es höchstens die Konzentration und Aufmerksamkeitsspanne verbessern, Empathie, emotionale Intelligenz, geistige Fitness, Wortschatz, Sprachgefühl, Ausdruckskraft, das ganze Gehirn und die Vorstellungskraft verbessern. Stress reduzieren, das Gehirn trainieren, tieferes Denken stärken und, wenn man analog liest, sogar den Schlaf verbessern. Okay, ich verstehe. Ich fange an mit einem Buch von einem Autor, von dem ich schon immer mal was lesen wollte, es aber nie gemacht habe. Thomas Mann, Der Zauberberg. Okay, ich habe ein Problem. Ich weiß nicht, ob Lesen mir gerade schwerfällt oder ob es das Buch ist, aber ich finde es unerträglich. Nochmal von vorn. Neuer Tag, neuer Versuch, jetzt was ganz Modernes. Hui. Und so versuche ich es dann erneut. Ohne eine Chance an mein Smartphone zu gehen. Und rückblickend frage ich mich, was habe ich eigentlich die ganze Zeit so auf meinem Smartphone gemacht, wenn es nicht eingeschlossen war in der Box? Ich finde das super krass, was dieses Buch gerade mit mir macht. Ich habe das Gefühl, ich bekomme hier super tiefe emotionale Einblicke in das Leben von anderen, obwohl das eine fiktionale Geschichte ist. Und diese Eindrücke sind so viel treffender, als ich das in anderen Medien erlebe. Es stimmt übrigens, dass Lesen am Bildschirm die Augen müder macht als Lesen auf Papier. Ins Licht des Bildschirms gucken, abgelenkt werden von Nachrichten, die reinkommen. Bücher lesen ist automatisch Monotasking. Smartphones Multitasking. Und das macht das Gehirn schneller müde. Eine Sache, die ich nicht gedacht hätte: Ich vermisse mein Smartphone nicht. Dass Lesen sich lohnt, würde ich nach der ersten Woche sofort unterschreiben. Der Start ist phänomenal. So viele Bilder, Welten, Gedanken. Aber wie sieht's mit den klaren Effekten aus? Oha, das ist doch schon mal ein guter Anfang. Also ich habe gestern mehrfach gemerkt, wie ich eigentlich ein Buch in die Hand nehmen will. Ich habe dann Social Media aufgemacht und habe gemerkt, dass mir hier richtig was fehlt. Ich habe aktuell das Gefühl, dass wenn ich YouTube-Videos gucke oder sogar Filme, dass meine Gedanken zu Büchern abdriften. Ich weiß, Lesen kann anstrengend sein, aber ist halt auch eine aktive Tätigkeit. Sie regt unsere Fantasie und Vorstellungskraft an und ist damit eine der wichtigsten Muskelkräfte unseres Gehirns. Und das kann man in unserer von Smartphones geprägten Zeit schon als Superkraft ansehen. Und es kommt noch besser. Wer regelmäßig liest, kann sich deutlich besser konzentrieren als viele andere Menschen, deren Aufmerksamkeitsspanne durch soziale Medien immer weiter geschwächt wird. Und so versinke ich langsam in die komplexe, aber immer sehr spannende und treibende 100 Jahre alte Geschichte und ich genieße es. Und jetzt traue ich mich auch nochmal an den Zauberberg ran. Schaffe ich es jetzt auch, Liebe für dieses Buch zu entwickeln, das mich anfangs so genervt hat mit seiner Sprache? Okay, das ist das zweite Mal, dass ich dieses Buch abbreche. Ich habe mir wirklich Mühe gegeben. Ich habe 252 Seiten gelesen. Ich kann es nicht lesen. Ich finde die Sprache so unerträglich. Das triggert mich total. Ich kann das nicht lesen. Ich finde es anstrengend. Es gefällt mir nicht. Es stößt mich ab. Das ist kein Buch für mich. Aber insgesamt ist es schwer, Bücher zu lesen, deren Sprache und Stil man nicht mag, weil sie das Lesen mental und emotional anstrengend machen und die Motivation dadurch halt sinkt. Ich habe bis hier 3712 Seiten gelesen, also knapp 124 Seiten am Tag und über 1.100.000 Wörter. In der gleichen Zeit hätte ich 14 Kilometer auf meinem Smartphone scrollen können, hätte dabei aber keinen dieser tollen Effekte gehabt. Dann gibt es aber auch einen Effekt, mit dem ich so gar nicht gerechnet habe. Meine Empathie ist gestiegen. Durch das Miterleben so vieler Leben und Perspektiven habe ich mehr Verständnis für andere Menschen und kann mich, glaube ich, besser in sie hineinversetzen. Und vor allem meine Vorstellungskraft und Gedanken haben sich verbessert und die sind wie gereinigt, würde ich sagen. Florentin. Dieses Experiment hat extrem viel in mir ausgelöst. Einmal durch die Zeit, die ich investiert habe, aber vor allem auch durch die Geschichten. Und ich lese weiterhin sehr viele Bücher. Und das macht mich wirklich glücklich. Und jetzt kommen wir langsam zu den wirklich wichtigen Experimenten für mich. Also, das war natürlich schon eins. Aber jetzt geht's mit denen los, die nachhaltig sehr viel für mein Leben verändert haben, tatsächlich. Was passiert, wenn man einen Monat so sparsam wie möglich lebt? Ich habe es ausprobiert. Kann man sich mit weniger Geld überhaupt gesund ernähren? Bringen Coupons und Rabatte überhaupt irgendwas? Und wenn man das alles macht, macht es in der Gesamtheit am Ende des Monats überhaupt einen finanziellen Unterschied? Ihr kommt aus dem Supermarkt raus und habt mehr gekauft, als ihr eigentlich braucht. Es ist so frustrierend und so eine Verschwendung von Geld und Zeit. Mein Plan? Ich führe ein klares Haushaltsbuch,
einen klaren Essensplan, mach insgesamt weniger Einkäufe und nutze alle Rabatte. Achtet mal auf die Kilopreise von einfach allem. Das ist teilweise so krass, wie viel günstiger die Alternative ist, die auf den ersten Blick teurer wirkt. Statt der fertig verarbeiteten Lebensmittel kaufe ich jetzt lieber die einzelnen Teile und Zutaten und mache das Ganze dann selber. Laut meiner Recherche spart man alleine dadurch, je nach Gericht, 50%. Damit ich wirklich maximal Geld sparen kann, habe ich auch für die Supermärkte, in denen ich einkaufe, Apps genutzt. Und diese Apps werben oft mit exklusiven Angeboten, personalisierten Rabattcoupons und Bonuspunktesystemen. Klingt gut, oder? Fühlt sich auch gut an. Aber sie gehen meistens mit einem starken emotionalen Effekt einher, der uns zu weiteren Käufen verleitet. Wir sparen vielleicht bei einem Produkt, kaufen aber halt andere Sachen, die wir nicht kaufen wollten, und unterm Strich geben wir mehr Geld aus. Das, wovor ich am meisten Angst gehabt habe, droht tatsächlich zu passieren. Ich habe gerade fast Mist gekauft. Es ist wieder einer von diesen Tagen oder so, alles ein bisschen viel ist, beruflich und privat. Also habe ich sogar einen Umweg gemacht, bin hier hinten in Richtung des Supermarkts, um mir jetzt irgendwas zu kaufen, damit dieses Gefühl weggeht. Dann habe ich mich aber zum Glück gefragt, warum ich das gerade brauche, warum ich gerade jetzt irgendwas kaufen will, irgendwas kompensieren muss. Das hat aber total geholfen, kurz Pause zu machen. Ich glaube, dieses Gefühl anzuerkennen, dass es gerade zu viel ist, dass ich das gerade nicht schaffe. Danach hatte ich auch gar nicht mehr dieses Bedürfnis, jetzt halt irgendwas machen zu müssen. Ich finde absurd, dass mir das so gute Laune macht. Also dieses Gefühl von Kontrolle wieder zu haben. Und meine persönlichste, wichtigste Erkenntnis in diesen 30 Tagen war und ist das Anerkennen von Gefühlen, von Überwältigung, wenn alles zu viel ist. Akzeptieren, was da ist. Weil dann will ich plötzlich auch gar nicht mehr losrennen und das mit Konsum befriedigen oder mich ablenken, sondern einfach anhalten. Ja, okay, kommen wir zum letzten Tag. Was habe ich gespart? 2 Euro bei Haushaltsartikeln gespart. 20 Euro bei Unterhaltung. Mobilität 90 Euro gespart. Und der größte Punkt sind Lebensmittel. 145 Euro weniger ausgegeben. Das heißt, ich konnte meine Ausgaben von 635 Euro, die ich eigentlich ausgegeben habe, auf 358 Euro reduzieren. Sparen bedeutet nicht Verzicht, sondern bewusster Konsum. Und den kann ich sowieso für alles empfehlen. Bewusster Konsum, der gilt für alle Bereiche. Und ja, neben dem eigentlichen Effekt, dass ich durch das Experiment wirklich einiges an Geld sparen konnte und auch das weiter durchziehe, zeigt sich hier wieder mehr, dass eine neue Erkenntnis die meisten Experimente in diesem Jahr verbindet. Und angefangen hat das mit einem Experiment, das ich überhaupt nicht mit diesem großen Überthema in Zusammenhang setzen würde. Zu dem Überthema kommen wir gleich. Aber hier hat die Veränderung dann so richtig angefangen. Yoga soll klüger, intelligenter und glücklicher machen. Ob das wirklich stimmt, habe ich 30 Tage lang ausprobiert. Denn Yoga soll chronische Schmerzen in Rücken und Nacken heilen, Stress und Blutdruck senken, Angststörungen reduzieren, körperliche Flexibilität und Kraft und Körperbewusstsein stärken, den Schlaf verbessern, insgesamt gesünder, konzentrierter und glücklicher machen, das Gehirn verjüngen, die Stimme verändern und für ein höheres Gefühl der Verbundenheit sorgen. Mit uns selbst und der Welt. Um zu testen, was davon wirklich stimmt, werde ich jetzt jeden Tag eine halbe Stunde Yoga machen. Ich wollte mal zeigen, wie weit ich mit meinen Händen an meine Füße komme. Aber im Yoga gilt, nichts erzwingen. Nur soweit man kommt. Nachdem die erste Woche etwas ernüchternd und mit vielen Schmerzen verbunden war, bekomme ich in der zweiten Woche das Gefühl, als hätte jemand meinen Körper ausgetauscht. Ist, seit ich das mache, so viel besser jeden Tag. Ich bin einfach gefühlt wacher, besser gelaunt und es geht mir insgesamt besser. Mein ganzer Körper fühlt sich so an, als würde er aufwachen. Aus ewigem Sitzen, festgewachsen sein an Stühlen und Bewegungslosigkeit. Eine große Veränderung, von denen viele berichten, ist, dass sie von einem relativ verkopften Dasein mehr in so eine ganzheitliche Körpererfahrung kommen. Mir wird immer bewusster, wie ich lebe und wie sehr ich jede Woche aufs Neue Entscheidungen treffe, die weiter dafür sorgen, wie ich durchs Leben rase. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir ist es in der Vergangenheit so oft so unmöglich gewesen, da zu sein, wo ich bin. Also mein Kopf ist so oft an 1000 anderen Orten. Ich bin dann vielleicht gerade mit Freunden unterwegs, denke aber, ich muss noch das machen, der Person muss ich noch schreiben, das beschäftigt mich gerade politisch. So viele Sachen, die gleichzeitig los sind. Wie extrem das war, fällt mir jetzt erst auf,
wo ich so stark darauf achte, das nicht mehr zu machen. Wie schafft man es jetzt aber, sich wirklich jeden Tag zu dieser Yoga-Sitzung zu bewegen? Dauerhaft. Für mich gibt es keine andere Option mehr, weil die Effekte so stark sind. Und Durchschnitt wird es den meisten so gehen wie Ihnen. Kann ich meine Zehen berühren? ich konnte viele der Effekte an mir nachweisen. Yoga ist vielleicht nicht das Allheilmittel für alles, aber eine große Lebensbereicherung. Und für mich persönlich das wichtigste Experiment der letzten Jahre. Was ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht weiß und gar nicht wissen kann. Das hier ist nicht nur eins der wichtigsten Experimente der letzten Jahre für mich, es ist auch der Auftakt für die 3 noch fehlenden Experimente in dieser Liste und einer positiven Veränderung meiner kompletten Wahrnehmung von so ziemlich allem. Das ist eine Ansage, aber bevor ich das selber so richtig verstehe, muss ich erstmal aufräumen. Und zwar innen und außen. Ich werde 30 Tage mit minimalistischer Garderobe leben und alles, was ich nicht mehr brauche, ausmisten. Am Ende soll meine gesamte Garderobe in diese Box passen. Weniger Kleidung soll Stress reduzieren, Entscheidungen erleichtern, zu weniger Chaos im Schrank und weniger Kaufdruck führen. Gleichzeitig fördert sie Qualität statt Masse, entlastet die Umwelt und stärkt die Selbstwahrnehmung und hilft dabei, emotionalen wie materiellen Ballast loszuwerden. Da bin ich ja mal gespannt. Und ich möchte es schaffen, mich endlich in meiner Kleidung wohlzufühlen. Denn das Thema Wohlfühlen in meiner Kleidung ist nochmal ein ganz eigenes Thema, das mir später ziemlich zu schaffen machen wird. Das ist alles. Ich werde aussortieren und alles soll am Ende in diese Kiste passen, außer berufliche Dinge. Mit berufliche Dinge meine ich bestimmte Hemden, die ich wirklich nur beruflich anziehe und nicht privat. Ein wichtiger Aspekt beim leichteren Loslassen wird mein Gehirn sein. Das ist inzwischen trainiert. Denn Loslassen und Ausmisten können wir durch Wiederholung lernen. Wie vieles andere auch. Die Box bringt mich dazu, schnell und klar zu entscheiden. Ich weiß, dass ich am Ende alles außer Schuhe und Jacken da reinbekommen möchte. Und als ich endlich fertig bin, weiß ich nicht so richtig, ob ich übers Ziel hinausgeschossen bin. An manchen Tagen bin ich lieber unauffällig, an anderen will ich extrem sichtbar sein. Wie kriegt man so einen gemischten Stil für eine tägliche Garderobe hin? Verlässliche Kernstücke, die gut zu mir passen und die ich wirklich gern trage. Diese Teile bilden den stabilen Rahmen, egal wie ich mich gerade fühle. Das ist jetzt meine feste Garderobe. Mein Gehirn hat sich schnell an die neue Klarheit im Kleiderschrank gewöhnt. Und plötzlich fallen mir andere Dinge auf, die ungeordnet sind. Mein Schreibtisch, mein Smartphone, mein Medienkonsum. Vorher war das so ein kleines Hintergrundrauschen und jetzt fühlt es sich an wie ein fettes Störgeräusch. Mein Gehirn hat jetzt einen neuen Standard für Ordnung entwickelt. Und wenn die Garderobe minimalistisch ist, dann wirkt das tote Scrollen auf Social Media oder ein chaotisches Desktop einfach nur noch anstrengend. Aber habe ich mein Ziel erreicht? Passt die Garderobe in die Kiste? Der Moment der Wahrheit. Ist der Karton leer, dann habe ich es nicht geschafft. Ist er voll, dann habe ich es geschafft. Ja, quasi. Wenn ich die Sachen, die ich jetzt anhabe, rausrechne, also eigentlich das, was man täglich anhat, eine Hose, ein Pullover, ein T-Shirt, dann passt es tatsächlich. Auch wenn ich jetzt hier noch nicht die perfekte Garderobe habe oder das Endergebnis final erreicht habe, fühle ich mich besser. Ich habe wieder Dinge losgelassen, die mich belastet haben und bin weiter auf dem Weg. Ja, die Reduktion meiner Garderobe war für mich S-Tier. Also Buchstabe S, kein S-Tier. Es gibt keine S-Tiere. Ich fühle mich in den neuen Sachen super wohl. Aber auch das Aufräumen selbst ist wie ein inneres Ordnen. Abschied vom Überflüssigen und eine bewusste Entscheidung für mehr Klarheit. Ausgelöst wurde das erst, als ich fast daran gescheitert bin, mein Arbeitszimmer zu entrümpeln. Das hat ja wirklich ewig gedauert. Und dieser Krampf, ich wollte eigentlich Kampf sagen, hat mir gezeigt, wie stark das Experiment auch nachwirkt. Kein anderes halt so sehr nach wie das radikale Ausmisten dieses Raumes hier. Ich werde alles in diesem Raum auf 50 Gegenstände reduzieren. Die Regeln sind sehr einfach. Ich darf nur 50 Gegenstände hier drin behalten. Ich darf verschenken, verkaufen und wegwerfen, falls endgültig kaputt. Nichts darf irgendwo zwischengelagert werden. Nicht bei irgendwelchen Freunden, nicht in irgendeinem Lager. Das Loslassen muss endgültig sein. Hier liegt überall Zeugs rum, ey. Es sieht genauso aus wie früher. Mein Kinderzimmer, beziehungsweise unser ganzes Haus, war chaotisch. Dinge wegzuwerfen fühlt sich für mich immer falsch an.
Was ist, wenn man das nochmal braucht, schreit mein Kopf. Und das bei jedem Gegenstand. Das hier sind Bücher, die habe ich seit unfassbar vielen Jahren, seit mehr als 10 Jahren und habe sie nie wieder gelesen. Da muss ich nochmal gucken, und jetzt sage ich gerade, da muss ich nochmal gucken, welche davon ich noch brauche. Ich habe die gerade aussortiert und habe entschieden, dass ich sie nicht mehr brauche. Und mein Kopf geht beim Draufgucken sofort in den Modus, dass er sagt, jetzt muss ich mal gucken, welche davon ich noch brauche. Wieso will ich die nochmal durchgucken? Also was ist mit meinem Kopf gerade los? Es sind 715 Gegenstände. Das heißt, ich muss 665 Gegenstände loswerden. Wie? Radikal ausmisten soll dazu führen, dass man sich freier, leichter und glücklicher fühlt. Für mich als vorbelastete Person heißt das erstmal alte Muster überwinden. Und das ist schwieriger als gedacht. Mir wird langsam klar, warum Konzentration immer wieder ein Problem für mich gewesen ist. Zuletzt habe ich sogar meinen Schreibtisch so umgestellt, damit ich das Zimmer nicht mehr sehe und alles hinter mir ist. Studien weisen sogar darauf hin, dass der Abschied von Dingen im Gehirn ähnlich verarbeitet wird wie körperlicher Schmerz. Die 2. Woche bricht an und ich kämpfe jeden Tag mit diesen Mikroentscheidungen. Und ich bekomme immer mehr Angst zu zählen. Ich spende, verschenke, werfe weg, wenn es kaputt ist. Aber der Raum fühlt sich weiter so voll und erdrückend an, als würde sich nichts bewegen. Aber an Tag 9 fällt mir dann zum ersten Mal eine Methode auf, die für mich spürbar effektiv ist. Weil ich merke, je öfter ich Dinge durchgehe und dann halt nochmal gucke, es wird jedes Mal ein bisschen leichter, weil man dann immer stärker entscheidet. Ich gucke jetzt gerade auf diese Bücherstapel da hinten und habe jetzt beim Rübergucken, während ich den Satz gesagt habe, direkt wieder 2 Bücher identifizieren können, die eigentlich auch weg können. Im Schnitt dieses Videos sehe ich eine Version von mir, die mir fremd geworden ist. Auf positive Weise. Hier hat jemand Angst und hier muss jemand kämpfen. Gegen Jahre des Chaos, innen und außen. Und ich komme mir teilweise richtig fremd vor. Vor allem, wenn ich mich dabei beobachte, wie ich mich selber austricksen will und gegen diese Veränderung so ankämpfe. 159 sind 109 mehr als geplant. Ich bin nicht ganz zufrieden. Ich glaube, ich habe eigentlich richtig viel geschafft, vor allem wenn man überlegt, wo ich herkomme und wie schwierig das für mich ist. Aber ich fühle mich so, als hätte ich es nicht geschafft, als wäre ich gescheitert. Das wirklich Spannende kommt noch. Ob ich diese Effekte bestätigen kann. Darum geht's im nächsten Video. Das ist mein minimalistisches Arbeitszimmer für die nächsten 30 Tage. Die Regeln. Ich habe meinen Raum quasi minimalisiert. Und der muss jetzt sauber und aufgeräumt bleiben. Und damit ich nicht in alte Muster verfalle, verschärfe ich das Experiment und darf nur 150 Gegenstände im Raum halten. Brauche ich was Neues, muss was Altes raus. Eine meiner größten Sorgen ist es, dass ich in den kommenden 30 Tagen diesen Raum wieder voller Gegenstände stopfe. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, aber die letzten Tage, in denen ich nicht hier war, weil ich arbeiten war und gedreht habe ich mich trotzdem wohler gefühlt, weil ich wusste, zu was ich zurückgehe. Tatsächlich zeigen die meisten Erfahrungsberichte, dass Minimalismus für viele eine positive Veränderung bedeutet, also die Wahl haben. Menschen berichten von mehr Klarheit, weniger Stress und einem bewussteren Umgang mit Konsum. Eine Person aus meinem Freundeskreis war heute hier und war neidisch. Anders kann ich es gar nicht sagen. Kam hier rein, hat gesehen, was ich geschafft habe und meinte dann so richtig missgünstig, ja, aber in einem Jahr sieht es hier doch eh wieder aus wie vorher. Und ich glaube, früher hätte mich das richtig geärgert. Aber ich bin so dankbar, dass ich das hinbekommen habe mit meinem Weg, dass ich einfach nur gesagt habe, also wenn ich dir helfen kann bei dir, sag einfach Bescheid. Zusammen ist es auf jeden Fall leichter. Und trotz all dieser Erfolge nagt der Kommentar weiter an mir. In einem Jahr ist es eh wieder so wie vorher. Was ist, wenn sie recht hat? Wie kann ich dagegen vorgehen, damit ich nicht wieder in diese Falle tappe? Wenn wir regelmäßig unsere Aufmerksamkeit auf Dinge richten, die uns Freude machen und für die wir dankbar sind und die wichtig für uns sind, steigt nachweislich unser Glücksgefühl und Wohlbefinden. Und wenn man es schafft, das umzusetzen, wäre Glück zum großen Teil nur noch eine Frage der inneren Ausrichtung. Aber die Konzentration auf das Gute ersetzt keine echten Bedürfnisse. Sicherheit, Verbundenheit oder einen Sinn im Leben, das kann man damit nicht ersetzen. Mir ist nochmal klar geworden, dass sich mein Konsum wirklich verändert hat. Schon über die letzten Monate, aber jetzt nochmal mehr. Ich habe das Gefühl, dass ich viel mehr habe. Und zwar genau das, was ich brauche. Es gibt nicht mehr so viel Kompensation hier. Ich brauche weniger, weil es mir so viel besser geht. 150 Dinge reichen mir. Die echte Veränderung spürt man erst mit der Zeit. Und der Fokus ist nicht auf Verzicht, sondern Bewusstsein für das, was da ist. So, Fragen da hinten. Aaron,
Alle A- und S-Experimente gehören zusammen? Ja, gut erkannt. Sie bilden so eine Kategorie über dem S-Tier. Und wer jetzt denkt, dass ich einfach Tierlisten nicht verstanden habe, hat genauso recht wie alle, die sagen, dass mir erst jetzt so richtig bewusst wird, was 2025 das große Thema bei mir war. Ich habe einen Zugang zu einem minimalistischen Leben gefunden. Und das eher so aus Versehen. Und das tut mir so gut wie wenig davor. Das wertvolle Experiment war also nicht Proteinprodukte, Yoga oder Gewichtsfragen, es war das große Ganze. Diese Reise hat Ordnung in mein früher chaotisches Leben gebracht. Und damit hätte ich vor 6 Jahren niemals gerechnet. Und diese Reise ist aber auch nicht abgeschlossen. Semra, was das fürs nächste Jahr bedeutet, das ist noch offen. Es gibt viele Schatteninseln in meinem Leben, die noch mehr Licht brauchen. Mehr digitales Ausmisten, neue Experimente in Ernährung, Technik und vieles mehr, worauf ich neugierig bin und mich freue. Und wie immer freue ich mich auch auf eure Wünsche. Welche Experimente und Videos und Themen wünscht ihr euch? Und bis dahin kann ich nur empfehlen, pass auf dich auf und lass dich nicht ablenken. Bis bald.